Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, willkommen. Heute mache ich mal wieder eine kleine Testfahrt. Wetter ist einigermaßen okay noch, soll nachher noch regnen. Aber ich wollte meinen neuen Helm mal testen, den ich im letzten Video vorgestellt habe, nämlich den John Doe One. Den habe ich jetzt soweit schon mal ein bisschen umgebaut, um einen genauen Vergleich zu haben zu meinen anderen Helmen. Und zwar Kommunikationssystem rangebaut. Das ist ja auch eine Sache, die immer noch wichtig ist, damit man einen genauen Vergleich hat, dass die Helme gleich ausgestattet sind. Also dasselbe Kommunikationssystem von Cardo habe ich bei meinen Helmen immer mit dran. Von daher habe ich da einen genauen Vergleich. Vorne auch die Halterung schon dran für meine Kameras. Ich werde so ein bisschen über Bundesstraße fahren, Landstraße, werde auch mein Windschild unten lassen, dass ich mal so ein bisschen sehe, wie ist so die Geräuschkulisse beim Helm, wie ist der Tragekomfort, wie ist das Sichtfeld. Da bin ich schon sehr drauf gespannt. Ja, dann würde ich sagen, Helm auf und los geht's. So, das Schöne, das hatte ich euch ja schon gezeigt, ist, dass der Riemen geschlossen bleiben kann, also nur in der längsten Position. Und dann kriege ich auch wunderbar und ganz bequem den Helm auf. Super Sache, einfach unten anziehen. Und fertig ist das Ganze. So, ich fange mal mit den Sachen an, die einem natürlich als erstes auffallen. Das ist der Tragekomfort und der Sitz am Kopf. Und da muss ich sagen, ist der extrem bequem. Also ganz angenehmes Innenfutter. Man kann die Passform noch ein bisschen variieren, indem man andere Wangenpolster sich reinsetzt, wenn man das ein bisschen fester oder weiter will. Und auch nochmal, um das ein bisschen in die Gesichts- und Kopfform anzupassen. Aber vom Tragekomfort muss ich sagen, sehr gut. Ich habe jetzt auch die Kamera vorne mal rangemacht, weil ich die bei meinen anderen Helmen auch sehr oft dran habe, um mal zu sehen, wie dann die Geräuschkulisse ist, wie der Helm dann ausbalanciert ist. Aber so vom ersten Eindruck muss ich sagen, super bequem, super angenehm zu tragen. Auch vom Gewicht her ist nicht so schwer. Ich habe natürlich jetzt vorne die Kamera dran, das wiegt immer ein bisschen. Aber das wollte ich auch mal testen, ob das dann irgendwie den Helm runterzieht oder so. Aber das ist alles super. Also Gewicht schön leicht, Tragekomfort gut. So, dann komme ich mal zur Bedienung des Visiers. Das geht ganz leicht von der Hand. Das ist jetzt die erste Stufe. Hier oben ist dann die zweite und ganz oben die dritte. Und wenn man es ganz oben hat, das ist schon, wow, da sieht man das Visier gar nicht mehr. Und ganz unten hier in der ersten Stufe, dann habe ich noch so ein bisschen Luft, die dann in den Helm reinkommt als Belüftung. Und wenn ich es dann ganz schließe, dann versiegelt sich das Visier wunderschön an dieser Gummilippe. Also das ist schon mal sehr wichtig. Man kann hier gut greifen. Also das ist sehr schön gemacht hier. Und kann dann das Visier ganz einfach bedienen. Auch diese Rasterstellungen sind sehr gut. Dass ich mehrere Positionen habe, ist ja auch nicht immer der Fall. So, die Belüftung, die haben wir ja hier oben an der Stirn. Die kann ich auch, wenn ich sie finde, ja, kann ich mit einem Handschuh bedienen. Das ist, greift sich ganz einfach, ist so ein kleiner Schieberegler. Das geht. Muss man so ein bisschen suchen, wo er ist, aber nee, das kann ich gut bedienen. Dann kriegt man auch so ein bisschen Wind oben an den Kopfbereich. Ein bisschen Belüftung. Mache ich jetzt mal zu. Ich möchte mal die Geräuschkulisse testen beim Fahren. Also jetzt so bei 70 habe ich kein Pfeifen, nichts. Ich gehe mal ein bisschen höher, dann sitze ich direkt im Wind jetzt mit dem Helm. Wenn ich jetzt das Windschild in dieser Position habe, dann kriege ich sogar noch ein bisschen mehr Wind an den Helm, als wenn ich gar keins hätte. Denn da wird der Wind sozusagen direkt auf den Helm geleitet, wenn ich es in der unteren Position habe. Aber das ist jetzt ganz gut zum Testen, um mal zu sehen, wie die Geräuschkulisse ist. Aber bisher muss ich sagen, ich höre kein Pfeifen. Das dichtet also alles schön ab, das Visier. Ich fahre jetzt mal auf die Bundesstraße, ein bisschen höhere Geschwindigkeit mal zu testen. Ah, da hinten sieht es schon ein bisschen nach Regen aus. Dann könnte ich gleich mal die Anti-Beschlagbeschichtung vom Visier testen. Das ist übrigens sehr angenehm. Also die Sicht und die Sichtqualität ist extrem gut, dadurch, dass ja da kein Pinlock drin ist. Also wenn ich jetzt den Kopf so drehe bei der Fahrt, jetzt bei knapp 90, dann liegt der Helm wirklich super sauber im Wind. Windtest hat der Helm bestanden. Schön ruhig, da pfeift nichts, keine lauten Geräusche. Die Passform innen drin von meiner Kommunikation ist sehr gut. Also da sind ja schon die Löcher für die Lautsprecher so ein bisschen ausgestanzt und vorgefertigt. Da passen die super rein. Ich habe ja das Cardo drin mit den JBL-Boxen. So, jetzt kommen wir mal zu einer wichtigen Sache, die mir auch gleich aufgefallen ist beim Aufziehen des Helmes. Und das ist das Sichtfeld.
Und da muss ich sagen, das ist definitiv riesig. Also das ist, glaube ich, das größte Sichtfeld von all meinen Integralhelmen. Auch nicht nur in der Weite hier an der Seite, sondern auch oben. Ganz extrem. Ich habe fast so ein Gefühl wie auf einem Jethelm mit dem JD1. Also das ist wirklich sehr angenehm. Ich habe einen guten Blick zur Seite, auch oben. Da ist nichts, was stört. Ich sehe die Kante oben vom Helm kaum. Auch unten, sehr weit unten, also ein riesiges Sichtfeld, was natürlich angenehm ist. So, und wenn ich jetzt mein Windschild hochmache, dann kann ich auch wieder mit offenem Visier fahren. Ah, okay, jetzt kommt der Regen. Jetzt kann ich zwei Sachen testen. Einmal die Jacke, die soll ja wasserdicht sein. Und ich kann die Anti-Beschlag-Funktion des Helmes noch testen. Das mit dem Anti-Fog, also jetzt kommt wie gesagt Regen, wir haben ein bisschen Feuchtigkeit. Ich hauche jetzt mal innen gegen das Visier. Da ist nichts, nicht mal der Anschein von ein bisschen Beschlag. Also das scheint super zu funktionieren mit dieser Anti-Fog-Beschichtung und ist mir lieber, als wenn ich da so eine zusätzliche Plastikschicht drin habe durch das Pinlock-Visier. Spart auch wieder Geld. So ein Pinlock kostet ja in der Regel auch so um die 30 Euro. Plus Visier um die 50 bis 70 Euro. Fällt hier weg. Hier habe ich also nur die Visierkosten. Die Visiere, das ist wirklich schön gemacht. Ich habe ja auch unterschiedliche Visiere schon mit dabei. Also ein klares und dann das gelbe. Ich werde mir wahrscheinlich auch noch ein getöntes holen. Die kosten 49 Euro und ich brauche mir jetzt nicht irgendwie noch einen Pinlock dazu kaufen. Also das scheint gut zu funktionieren. So, Jacke. Hält den Regen auch gut ab. Das perlt hier schön ab auf der Jacke. Hatte ich euch ja im Video vorgestellt, die Pando Moto Jacke. Bin ich super zufrieden mit. Extrem leicht die Jacke. Sehr angenehm zu tragen. Wasserdicht. Mit Innenfutter. Großen Taschen außen. Tolle Jacke. So, bevor der Regen jetzt noch schlimmer wird, kurzes Fazit. Also der Helm, der hält, was er verspricht. Ich finde ihn optisch sehr schön. Ich mag diesen 70er Jahre Retro-Style. Sieht klasse aus. Funktionalität klasse. Das Anti-Fog-Visier, das funktioniert tatsächlich. Also beschlägt nichts innen drin. Die Funktion mit der Rasterung bei der Fahrt super zu handeln. Also man kann es mit Handschuhen einer Hand ganz leicht bedienen. Das ist immer wichtig. Tragekomfort super. Geräuschentwicklung am Helm auch super, kann man nichts sagen. Ist also auch ein leiser Helm. Momentan kostet er, glaube ich, noch 359 Euro. Aber muss ich sagen, super Angebot. Dann mit den beiden Visieren, die mitgeliefert werden. Dann die Abdeckkappen sind mit dabei. Eine schöne Tasche, tolle Verpackung. Super Helm. Also gutes Angebot, guter Helm, tolle Funktionalität. Sichtfeld bombastisch. Also das muss ich sagen, das hat mich wirklich im ersten Moment begeistert, wo ich den aufgesetzt habe. Seitlich hat man extrem guten Blick, gerade für Schulterblick und sowas wichtig. Nach oben, nach unten. Also großes Sichtfeld, super angenehm. Hat ein sehr freies Gefühl in dem Helm, finde ich extrem angenehm. So, ich werde jetzt mal wieder rein, obwohl meine Jacke wasserdicht ist und das Wasser wunderbar abperlt auf der Jacke. Witzig. Erster Wassertest mit der Pando Moto Jacke. Also wasserdicht ist er wirklich. Ich werde jetzt trotzdem mal wieder langsam reingehen. Meine Hose ist nämlich nicht wasserdicht. Wenn ihr Fragen zu dem JDO-Helm habt, der Link ist unten in der Videobeschreibung zur Webseite. Dann könnt ihr euch da alles durchlesen, was der für Funktionen hat, für Ausstattung etc. und was es für Zubehör gibt. Auf jeden Fall meine Empfehlung für alle, die einen coolen Retro-Helm suchen für ihre Vespa oder für ihren Roller, der John Doe One. Absolute Kaufempfehlung. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Fahrt vorsichtig, bleibt gesund, bleibt vom Regen verschont und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.